Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns das Jagdlampen-Special. Das Gute ist, wenn man so einen Freund hat wie den Jojo von Selected Lights. Grüß dich Jojo, Ellbogencheck. Wenn man so einen Freund hat wie den Jojo, dann hat man natürlich die Möglichkeit, verschiedene Lampen vorzustellen, ohne jetzt groß in der Weltgeschichte rumfahren zu müssen. Die neuesten Gesetze bei der Jagd besagen ja, dass man mit Nachtsichtgerät jagen darf. Da gehen wir jetzt nicht groß drauf ein. Es war auch schon vorher so, dass man für die Jagd eine Taschenlampe gebraucht hat. Und zwar, wenn ihr von eurem Auto zum Hochsitz lauft, zur Kanzel lauft oder auch zurück oder Nachsuche macht oder was auch immer. Lampen sind ein ganz wichtiges Werkzeug für den Jäger. Das Schöne ist jetzt, wie gesagt, ich habe den Jojo von Selected Lights. Ich habe hinter der Kamera den Stefan, dass wir weitmännisch hier auch alles richtig wiedergeben. Das heißt, wenn hier irgendwo ein Fehler passiert, wird da gleich ein Stopp von hinten kommen. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir erstmal über ein paar Lampen, die der Jojo uns mitgebracht hat für die Vorstellung. Anschließend zeigen wir euch dann noch ein paar Beamshots und natürlich auch zwischendurch alles, was man so an Zubehör für die Lampen benutzen kann. So, Jo, ich würde sagen, ich übergebe mal an dich und du fängst einfach mal mit der ersten Lampe an. Okay, also ich habe heute Lampen mitgebracht, die für Jäger interessant sind. Das wissen wir, weil wir haben ständig Kontakt mit Jägern. Und ich möchte kurz mal auf die verschiedenen Arten der LED-Taschenlampen für die Jagd eingehen. Weiße LED, rote LED, grüne LED gibt es. Und auf die verschiedenen Arten mit Reflektor oder mit Linse, zoombar oder nicht zoombar. Das sieht man aber dann viel besser nachher im Dunkeln. Und auch mal das Zubehör, der Halter, ganz kurz, und die Kabelschalter, Fernschalter, die es dazu gibt, die werden wir auch noch mal vorstellen. So. Prinzipiell hast du ja schon vorhin off-Kamera gesagt, im jagdlichen Bereich ist Lumen gar nicht so das Riesenthema. Wir sprechen jetzt hier bei all diesen Lampen, die du mitgebracht hast, so um die 1000 Lumen, genau, plus minus. Das heißt, das ist schon mal die Kernzahl. Alles andere, was wir jetzt hier noch an Spezifikationen haben, Gewicht, Batterietyp, Größe, all diese ganzen Dinge, die schreiben wir euch in den Blog. Den Blog findet ihr unten in der Beschreibung, den Link zum Blog, und dann könnt ihr da alles noch mal in Ruhe nachlesen. Sonst wird das Video nämlich jetzt 20 Minuten lang und das wollen wir nicht. Also ich gehe jetzt nur ganz kurz auf die Lampen ein, die wir mitgebracht haben. Eine Lampe von Nitecore, die Nitecore SRT7 Red, rotes Licht. Doppelt Vorteil, die Tiere sollen das nicht so sehen, und zweitens auf dem Weg zu deinem Ansitz, auf dem Weg zum Ansitz, blendest du dich nicht selber, die Nachtsichtfähigkeit bleibt erhalten. Der Vorteil der SRT7 gibt es ja auch nur mit reinem weißem Licht, hat der Stefan zum Beispiel, ist, dass sie stufenlos dimmbar ist. Man kann sie auf eine Stufe schalten und dann in jeder Stufe, wie man haben will, wieder einschalten. Man kann sie auch ganz leise bedienen, von 0 auf, wenn sie hinten an ist, anschalten. Wir haben noch ein zusätzliches rotes Licht dabei. Das wäre so die SRT7. Du hast gerade gesagt, einschalten ist ein großes Thema. Du hast ja hier gerade geklickt. Klick nochmal. Also die hat einen sehr lauten Klick, ne? Und da ist jetzt bei der Lampe halt das Schöne mit dem Dimmbaren. Ich schalte sie quasi, wenn ich aus dem Auto steige, ein und dimme sie runter, und dann kann ich sie bei Bedarf einfach stufenlos hochdimmen und habe dann damit entsprechend Licht. Rotlicht, Weißlicht hast du gerade schon gesagt, ne? Die Nachtlichtfähigkeit oder die Nachtsichtfähigkeit bleibt erhalten mit rotem Licht. Hier hast du jetzt die SRT7 mit dem Rotlicht und hier hast du die SRT7 Weißlicht mit einem roten Filter obendrauf. Ne? Und das ist, wie gesagt, das wird häufig gefragt. Der Stefan hat es auch schon gefragt. Ist die Leistung jetzt mit dem, weil die hat ja auch 1000 Lumen, ne? Die weiße, ja, um die 1000 Lumen. Und wie viel da verloren geht, wenn der Rotlichtfilter drauf ist. Genau. Und im Vergleich zu der roten, die hat jetzt weniger Lumen. Ne? Die rote hat 300-400 Lumen. 300-400 Lumen, genau. Und da wollen wir einfach mal schauen, sind 300-400 Lumen echtes Rotlicht heller als 1000 Lumen gefiltert. Wie ihr seht ihr nichts. Wir haben auf 50 Meter ein Signalpanel aufgehängt, was reflektiert, damit ihr einfach mal sehen könnt, was da hinten ankommt. Wir fangen mal mit einer Lampe an, die wir euch noch nicht vorgestellt haben, und zwar die TA30 von Nextorch. Das ist eine typische taktische Lampe ohne einen definierten Spot. Und da seht ihr jetzt auch schon, man sieht es hier vorne im Gras noch ein bisschen, aber hinten ankommen bei dem Signalpanel tut nichts. Deswegen kommt jetzt auch eine von den Jagdlampen. Jojo, welche haben wir als erstes? Die SRT7 mit 1000 Lumen, von Nitecore. Weißes Licht. Von Nitecore SRT7. Stimmen Sie jetzt mal runter.
Langsam. Ja gut, es wird schon nichts mehr zu sehen sein, nehme ich mal. Ja, das sieht man schon nicht mehr auf der Kamera. Und nochmal hoch. Ja. Okay. Aber das ist auf jeden Fall klar angeleuchtet. Also 50 Meter sind hier mit dieser Lampe kein Problem. Wir haben jetzt nochmal die SRT7. Ich mache sie mal an. Aber ihr seht schon, diesmal Rotlicht. SRT7 Red heißt die Lampe. Hat 300 Lumen Rotlicht, auch ordentlich fokussiert. Jetzt kann ich auch mal ein bisschen dimmen. Sehr lautlos oder total lautlos. Und jetzt wäre natürlich der Vergleich, den viele sehen wollen, die 1000 Lumen SRT7 mit einem roten Filter. Das können wir vielleicht dann im Wechsel mal machen. Ich mache die erstmal weg und habe jetzt die 1000 Lumen mit Filter drauf. Da sind jetzt 1000 Lumen SRT7 mit Filter. Jetzt mache ich die weg und die 300 Lumen Red direkt die Rot-LED-Lampe. Rote LED-Lampe, 1000 Lumen mit Filter. Da kann man ganz klar sagen, dass die 1000 Lumen, obwohl mehr Lumen mit Filter, weniger hinten ankommt als die 300 echte Rotlichtlumen. Erheblich. Erheblich, ne? Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Hier sieht man nochmal SRT7 Red. Wir haben hier die FH10 von Clarus. Das ist eine fokussierbare Lampe. Da kann man den Beam fokussieren. Und wir haben nicht nur weißes Licht, sondern durch Verschieben der LED kommen wir auf grünes Licht oder auf rotes Licht. Sehr beliebt die Lampe. Bisschen schwerer, größerer Kopf, aber sehr beliebt. Okay. Die kann grün, das ist schön rund. Ein ordentlicher, runder, starker Spot. Die kann weiß, auch sehr stark im Spot. Und kann rot. Kann auch in 3 Stufen gedimmt werden. Hinten über den Schalter. So, das ist die höchste Stufe. Und jetzt kann ich sie auch mal ein bisschen auffokussieren. Na gut, dann kommt dann da hinten nichts mehr an. Ähnlich wie bei der Nightcore mit Das Filter. wäre so jetzt genau. Macht eigentlich nur dann Sinn, voll fokussiert. Hier haben wir jetzt die Nextorch T53 mit weißem, rotem und grünem Licht. Und zwar ist hier eine sehr intelligente Verstellung über hier diesen oben angebrachten Knopf von grün auf rot auf weiß. Auch lautlos. Auch total lautlos und kann hier auch ein Kabelschalter angebracht werden. Fernschalter, Kabelschalter. Die Kabelschalter gucken wir uns gleich noch an. Genau. Ja, die ist nicht so stark, wie ich jetzt gedacht habe auf den Punkt. Was meinst du? Auch selbe. Ja. Würde ich jetzt einordnen wie die Nightcore mit Filter. Ja. Genau, von der Das ist jetzt das weiße Licht und hier noch das grüne Licht. Das ist ein bisschen stärker, aber auch nicht so fokussiert. Das liegt natürlich auch daran, dass der Reflektor nicht so tief ist wie bei der SRT7, ganz klar. Das war eigentlich zu erwarten. Okay, dann machen wir hier gleich mit der nächsten weiter. Das nächste ist die Phoenix TK25 Red. Hier haben wir immer eine Doppel-LED, 2 weiße LEDs, XPG, die haben ja nur so um die 300-400 Lumen, dadurch kannst du es halt die Lichtmenge erhöhen. Hier hinten haben wir noch einen Wahlschalter, wo du die Lichtstärke verstellen kannst und hier wird auch durch eine sehr intelligente Verstellung wird kurz der Reflektor abgehoben, gedreht und dann auf 2 rote LEDs gestellt. Sind ja hier auch zu sehen, ja. Hier haben wir die Phoenix, niedrigste Stufe, mittlere Stufe und höchste Stufe. Merkt man schon, dass die mehr streut. Wird ein bisschen heller sein, könnt ihr im Vergleich euch nochmal angucken, als die SRT7 mit so Filter, ja. aber nicht so fokussiert wie die SRT7 Red, ganz klar. Hier die 3 Stufen. Bevor wir jetzt noch die CI7 von Nightcore zeigen mit dem Infrarot-LEDs, gehen wir einmal noch mal kurz über die Weißlichtstufen oder die Weißlichtlampen, die wir hier haben und zeigen einmal diese Lampen in der höchsten Stufe. Jojo, gib Gas. Wir haben zuerst die Nextorch T53. Ist relativ flutig, klar. Als nächstes nehmen wir die SRT7. Auch die höchste Stufe. Da ist schon mehr Fokus, klar, tieferer Reflektor.
Beide, die eine 1000 Lumen, die andere 860 rum, also etwa die gleiche Lumenzahl. Als nächstes haben wir die Phoenix TK25. Die hat zwar zwei LEDs, aber die in kleinen Reflektoren, die streut er ziemlich stark, sieht man. Man kommt da gut hin in 50 Meter, bis jetzt mit allen, klar. Und als letztes die FH10 von Clarus, die fokussierbar ist und dann natürlich auch, glaube ich, kommt auch im Video so rüber, ja, den Punkt stark beleuchtet in 50 Meter. Gut, dann sind wir eigentlich auch schon jetzt bei den Zubehörteilen, würde ich sagen. Ja. Gut, dann gehen wir da mal rüber. Stichwort Montagen für Jagdlampen. Ihr wisst es selber, das deutsche Waffengesetz verbietet die Montage von Licht- und Lasermodulen an den Waffen. Wie die genaue Gesetzeslage ist, müsst ihr euch selber durchlesen. Prüft das bitte auch. Die Sachen sind frei verfügbar zu erwerben, also zumindest hier die Montagelösung. Wenn das in Verbindung mit einer Lampe ist, ist es nicht frei verfügbar. Aber alles, was ihr bei Jojo kaufen könnt, ist rechtlich safe. Wie ihr das dann einsetzt, da haltet euch bitte an die entsprechenden Waffen- bzw. jagdlichen Gesetze. Diese Montagen hier dienen dann zur Montage an der Kanzel oder an der Waffe im Ausland, sage ich jetzt mal. Da haben wir einmal hier eine Klemmvorrichtung. Die wird auf der einen Seite an Lauf oder an die Kanzel geklemmt und auf der anderen Seite wird dann die Lampe eingeklemmt. Ganz ist simpel. Aus Kunststoff, damit hier nichts passiert. Genau. Ist aus Kunststoff. Könnte man auch fürs Fahrrad verwenden, mit Sicherheit in irgendeiner Form. Also das ist universell, kann ich dir das gerade geben. Und das hier wäre dann eine Magnetlösung. Das heißt, hier wird die Lampe oben in den Körper eingespannt und auf der Unterseite sind zwei starke Magnete, die dann auf einem magnetischen Gegenstück entsprechend halten. Also eine Semi-Montage. Da wolltest du noch was zu sagen. Bei manchen Lampen macht dieses Magnet, wenn die Lampe über einen Magnetschalter intern verfügt, Probleme. Also da fragt lieber bei uns kurz an, ob das bei dieser Lampe geht. Eine weiß ich, wo es nicht geht, das ist die TK25R oder TK25 überhaupt, rot und blau. Da gibt es echt ein Problem. Da hast du gerade ein schönes Stichwort gegeben. Service wird bei Selected Lights ganz groß geschrieben. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach kurz anrufen, vorbeischauen. Der Jojo freut sich immer über Besuch, glaube ich. Oder? Auf jeden Fall. Gut. Dann hast du uns Kabelschalter mitgebracht. Bei den Kabelschaltern, da wird ja immer gefragt, machen die Geräusche, die sind ja so laut. Und hier könnt ihr mal von den 3 wesentlichen Anbietern hier mal sehen, wie laut die sind. Hier haben wir jetzt Phoenix, Clarus und Nitecore. Sagst du mal den Namen und dann klickst du und genau. Dann halte ich das Mikrofon dahin. So, und jetzt sagen wir mal Nitecore. Ganz leise. Ist natürlich ein Spaß. Ist, glaube ich, vielen viel zu laut. Als nächstes nehmen wir mal Clarus. Etwas leiser. Und jetzt kommt Phoenix. Also ganz klar, der Phoenix-Kabelschalter ist der leiseste und somit auch der beste. Passt natürlich auch nur an Phoenix-Lampen. Genau. Jetzt haben wir noch mal von Nextorch den Kabelschalter angebaut. Ich glaube, da ist der Jojo, den findet er besonders cool, weil er sich den für zum Schluss aufgehoben hat. Schauen wir mal. Der momentäre ist auf jeden Fall absolut leise. Und der für ständig an, aber das brauchen wir nicht unbedingt, der macht natürlich einen Klick. Ja, aber das wäre okay. Für Momentlicht, dass es leise ist, reicht uns ja. Wir fassen noch mal zusammen, was wir bis hierher haben. Nach den Erfahrungen, die der Jojo mit seiner Kundschaft bisher gemacht hat und was ich auch schon vom Stefan gelernt habe. Ich werde ja auch irgendwann mal einen Jagdschein machen. Eine Jagdlampe sollte um die 1000 Lumen haben. Wir müssen auf jeden Fall einen fokussierbaren Strahl haben, dass wir wirklich auf den Punkt leuchten können. Dimmen ist eine feine Sache, lautlos, Bedienung ist gut und ganz wichtig ist die Farbe Rot, um die Nachtsicht zu erhalten. Habe ich alles zusammengefasst? Passt? Passt? Nicht empfehlen kann man für die Jagd auf jeden Fall typische taktische Lampen. Mit diesen 1000 Modi und dem Durchschalten. Wir hatten letztens die i4000R von Nitecore, ist eine super Lampe, auch ein super Flutlichtstrahler. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht mal zum Aufbrechen gut ist oder für die was weiß ich was. Ja? Aber da ist, wie gesagt, da muss ich dann erst 5-mal durchklicken und es ist von der Bedienung her, denke ich, nicht so praktisch im Alltag wie jetzt hier diese Lampen, die wir euch vorgestellt haben. Du hast eben nur Rotlicht genannt, aber es gibt auch noch grünes Licht. Meine Kunden, der eine sagt so, der andere sagt so, der eine sagt grün ist besser, der andere sagt rot ist besser. Grün geht auf jeden Fall normalerweise etwas weiter.
Leuchtweite und ist auch von der Lumenzahl bestimmt 20% höher. Ich bekomme gerade noch eine Info aus der Redaktion. Ja, also die Jägerwelt ist zerstritten mit Grün- und Rotlicht, habe ich gerade gesagt bekommen. Das bedeutet, die eine Hälfte sagt so, die andere Hälfte sagt so. Fakt ist, wichtig ist, das Wild darf nicht aufgeschreckt werden. Ob es jetzt bei rotem Licht oder grünem Licht reagiert, das können eure Erfahrungen, denke ich, am besten sagen. Ob das Wild das sieht oder nicht. Wichtig ist nur, dass ihr safe zu eurer Kanzel kommt, zum Hochsitz kommt und wieder zurück, ohne euch das Genick zu brechen. Und genau dafür braucht ihr dann diese entsprechenden Nacht- oder dunklen Stufen, Leuchtstufen. Stichwort Nachtjagd bzw. Jagd mit dem Nachtsichtgerät hatten wir vorhin schon kurz angerissen. Ist in einigen Bundesländern bereits erlaubt mit Vorsatzgeräten oder Nachtsichtgeräten im Speziellen. Ich habe hier zum Beispiel eins von Actin Black, das ist ein PVS 14 LTE mit einem eingebauten IR-Strahler. Das dürfte ich jetzt so wie es ist nicht auf die Waffe montieren. Müsst ihr die geltenden Gesetze lesen. Aber wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare, dann machen wir da ein separates Video zu. Ich habe nämlich schon mit Actin Black gesprochen. Die könnten die Geräte auch ohne den IR-Strahler bauen. Wäre also kein Problem. Dann wäre das auch safe für euch und das ist, denke ich, ein sehr interessantes Gerät, gerade was Preis-Leistung angeht. Ja, zum Thema Nachtsichtgerät. Wenn ich das jetzt auf dem Stativ nutze oder in der Kanzel irgendwo befestige und damit dann beobachte, kann ich auch einen IR-Strahler nutzen. Und da wäre neben dem eingebauten hier so eine Lampe, wie der Jojo jetzt gerade in der Hand hat, ziemlich interessant. Jojo, was hast du da? Wir haben hier die CE7 von Nitecore. Das ist eine richtig starke Infrarotlampe, nämlich mit 7 Watt oder 7000 Milliwatt. 940 Nanometer wird dem Interessierten was sagen. Und zusätzlich noch durch Drehen des Kopfes 4 Weißlicht-LEDs mit 2500 Lumen. Also eine wirklich sehr universelle Lampe zusätzlich zu dem starken Infrarot. Da bin ich mal sehr gespannt auf die Beamshots. Ihr seht es ja gerade, die Dämmerung bricht gerade so an. Wir haben ein bisschen früh angefangen, aber dann trinken wir jetzt halt mal kurz ein alkoholfreies Radler und sehen uns dann gleich wieder zu den Beamshots. So, wir haben jetzt die Nitecore CI7 mit allen 4 LEDs, Infrarot-LEDs. Streuen schon sehr stark, oder Martin? Was meinst du? Ja, aber es leuchtet auch gut aus. Also ich sag mal, je dunkler es wird, desto mehr Nutzen hat man davon. Wir haben jetzt natürlich hier, man sieht es ja oben am Horizont, wir haben noch sehr, sehr viel Restlicht hier gerade. Das heißt, der IR-Strahler wäre jetzt noch gar nicht notwendig. Also wenn man hier stockdunkle Nacht hätte, könnt ihr mal vielleicht gerade hier links in den Wald reinleuchten. Ja, also da ist es auf jeden Fall schon, da sieht man auf jeden Fall den Fokus. Das sind jetzt aber auch nur noch 25 Meter. Ja, also 25 Meter Fokus, 50 Meter etwas mehr flott. Damit sind wir am Ende angekommen von unserem kleinen Jagdlampenvideo. Mein Empfinden war, dass die SRT7 und die Clarus M, wie heißt sie? FH10. FH10, das sind so die guten Allrounder mit einem sehr, sehr guten definierten weißen Spot und haben halt auch noch Rotlicht und die Clarus hat auch noch das Grünlicht. Bei der SRT7 hat man halt noch diesen dimmbaren Modus. Also das sind so meine Favoriten. Wie siehst du das? Ja, genau, so sehe ich das genauso. Ist auch bei uns im Verkauf so. Was man vielleicht noch die lautlosen Kabelschalter von der Phoenix und von der Nextorch, ganz klar. Das heißt, wenn man da Wert drauf legt, dann fallen diese beiden anderen Lampen, also die SRT7 und die Clarus weg. Also ihr seht, es ist nicht einfach. Am Ende müsst ihr selbst entscheiden, welche Lampe ihr denn haben wollt. Gibt es alle bei Selected Lights. Der Link ist unten eingeblendet. Jojo? Ja, Dankeschön. Und auf die Lampen, die wir heute gezeigt haben, kriegen die Leute, die sich melden, einen 10% Rabattcode. Alle Infos dazu unten in der Beschreibung. Wie immer an dieser Stelle, Video liken, abonnieren und nicht vergessen, die Glocke zu klicken. Schaut auch bitte bei Jojos Kanal vorbei. Jojo, wie heißt der? Selected Lights. Selected Lights. Da guckt ihr vorbei und abonniert da auch, weil da gibt es wirklich ganz, ganz oft ganz viele Videos über die neuesten Lampen. Wir sind raus und gehen ins Bett. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. Ciao. Entfernung, was erreicht man da in 70 Meter, 50 Meter, 70 Meter? Gut, kurz einen Cut. Ich werde totgestochen.